Hallo ihr Lieben, heute sind wir in einer anderen Besetzung. Heute bin ich nicht alleine und wenn ihr euch erinnert, vor ein paar Monaten habe ich ein Video gemacht, ein Tutorial gemacht, die sich mit Lampenfieber beschäftigt und habe ich euch auch erzählt, wie sehr ich dieses Tabuthema mag. Heute ist mit mir Tanja Wellenhofer. Tanja ist Trainerin für mentale Gesundheit und Expertin für eine gesunde, motivierende und produktive Arbeitsumgebung. Sie unterstützt Angestellte sowie Solo-Selbstständige dabei, in ihrem Arbeitsumfeld wieder energiegeladener, motivierter und kreativer zu werden, ohne dass sich erst die Umstände ändern müssen. Heute wollen wir ein kurzes Gespräch über Lampenfieber beginnen und hoffentlich euch auch dazu bewegen, mit uns dieses Biest zu erkunden. Also ich möchte euch heute jetzt Mia vorstellen. Sie ist Musikerin und Musikpädagogin und hat einen wunderschönen Raum in dem Gelände am Gaskessel und gibt hier Gesangsunterricht und auch verschiedene Workshops und sie hat eine super Singstimme. Und ja, wie das natürlich so ist, auch die Sänger haben Lampenfieber. Vor ein paar Monaten habe ich Tanja kennengelernt bei einer Weiterbildung und da hatte ich sofort die Idee, wie man zusammen etwas starten kann, um genau dieses Thema praktisch zu bearbeiten. Und so entstand der kommende Workshop Verlasse deine Komfortzone. Mentale Strategien und Stimmtraining für mehr Selbstvertrauen, Mut und Erfolg. Gesangsedition und Präsentation Edition. Vielleicht stelle ich die erste Frage, Ja, gerne. weil wir jetzt heute bei mir sind. Ich habe meine Rauschmal. Ich habe vergessen. Okay, warte, ich muss. Tanja, wie ist es bei dir? Wie bist du in diesem Beruf gelandet, wo du Menschen hilfst, ihre Ängste zu bekämpfen und mit Lampenfieber gesunder umzugehen? Ja, durch Zufall habe ich diese Ausbildung des Happiness-Trainers entdeckt und fand es eigentlich ganz spannend, vor allen Dingen auch die Wissenschaft, die dahinter steht. Das ist nämlich die positive Psychologie. Also eine Wissenschaft, die sich eben mit diesen Themen beschäftigt, was uns glücklich macht, zufrieden macht und ja, wie wir damit auch weiterhin oder welche Strategien es gibt, das in unser Leben zu ziehen und zwar auch im Alltag und in diesen Situationen, wo wir uns eher eigentlich nicht so gut fühlen. Und da gehört natürlich das Thema Angst oder manchmal sind es ja auch eher die Glaubenssätze, die einen blockieren, dazu. Gut, und erinnerst du dich, wann du zum ersten Mal Lampenfieber erlebt hast? Also ganz klar in der Schule, wenn man natürlich vor der ganzen Klasse steht, soll ein Gedicht vortragen, soll ein Referat halten. Also das ist, glaube ich, so der Klassiker, wo die meisten Leute mit Lampenfieber in Berührung kommen. Später war es dann wirklich beim Tanzen auf der Bühne. Und dann natürlich auch im Arbeitsalltag, wenn man wirklich vor dem Chef etwas präsentieren sollte. Ja, also das waren so meine Berührungspunkte mit Lampenfieber. Okay, und wie äußert sich Lampenfieber bei dir? Also natürlich, ich schaue 20 Mal meine Notizen an, ich muss mehrmals auf die Toilette gehen, bin immer furchtbar nervös, hippel da umeinander, habe aber natürlich jetzt für mich auch gewisse Strategien gefunden, dass diese ganzen körperlichen Symptome, die man vielleicht auch vorher hat, wie schlaflose Nächte oder so, eigentlich nicht mehr so zum Tragen kommen. Aber ja, ich kenne die ganze Bandbreite. Und was war die schlimmste Episode? Kannst du dich erinnern? Es war, glaube ich, nicht in dem Sinn auf einer Bühne. Ich kann mich erinnern, es gab in meiner Abschlussprüfung, musste ich in eine mündliche Prüfung. Und die schriftliche Prüfung lief schon nicht so gut und dann musste ich da auch noch in die mündliche Prüfung. Und ich habe eigentlich vorher gedacht, okay, das war's. Ich falle da komplett durch und war da total nervös und aufgeregt. Aber irgendwie ging es dann so nach der ersten Frage und nachdem ich für mich halt auch irgendwann beschlossen habe, ja, ich probiere einfach, was kommt und habe mich da auch nicht mehr so reingesteigert, ging es dann. Genau, und einmal kann ich mich noch auch erinnern, ich habe zu irgendeiner Abschlussprüfung mal ein Kuscheltier mitgenommen.
dass ich unterm Tisch dann geknotet und geknetet habe. So, das war eigentlich auch ganz gut. Wohin, das wusste ich oder habe ich dann auch erst später verstanden, dass das eigentlich eine ganz gute Strategie ist, denn irgendwo muss der Stress hin. Ja. Okay, in dem Fall hat es mein Kuscheltier abgekriegt. Ja, also ich auch aus meiner Erfahrung, viele Sachen, die ich mir intuitiv quasi geraten habe, am Ende gibt es irgendwelches Buch, die darüber schreibt, aber es ist, ja, ich glaube, wir Menschen haben tatsächlich viele Antworten haben wir schon in uns. Ne? Genau, es ist in uns, ja, nur manchmal denken wir, wir können das nicht machen, wir trauen uns nicht, jemand anderer gibt uns gute Tipps. Ja. Aber das ist ja nicht immer hilfreich für einen selber. Ja. Also man darf da seinen Weg finden und besonders in so aufregenden Situationen wie bei Präsentationen oder Bühnenauftritten, da kann man sein eigenes Programm finden. Ja. Und wenn das auch totaler Schmarrn für alle anderen ist. Hauptsache man kommt für sich selber damit klar. Genau. Und ich glaube, ein sehr großes Problem ist, dass wir oft denken, dass wir alleine in das und das sind wir nicht, definitiv nicht. Es ist nämlich wirklich so, dass 40% der Menschen weltweit Angst vor dem Sprechen vor anderen haben. Und das ist doppelt so viel, wie die Menschen Angst vor dem eigenen Tod haben. Und das finde ich echt erschreckend, dass wir uns nicht vor anderen sprechen, Frauen. Ja. Aber ja, noch einmal, alles kann man lernen. Genau. Ja, du bist ja schon Bühnen erfahren. Wie ist denn das bei dir mit Lampenfieber? Hast du das überhaupt noch? Ja, ich habe immer Lampenfieber. Je nachdem, wie wichtig ich einen Auftritt finde, dann genauso wird dieses Lampenfieber stark oder mild. Nur Gott sei Dank, nach so vielen Jahren habe ich endlich mal auch meinen Weg damit gefunden, meinen Umgang damit gefunden. Ich erinnere mich ganz genau, wo das bei mir angefangen hat, als ich Kind war, weil ich war schon seitdem ich mich erinnern kann, ein bisschen schon Lampenmaus. Genau. Und ich habe immer ständig irgendwelche Theater, irgendwelche Vorstellungen, immer welche Konzerte vorbereitet für meine Nachbarn, Eltern, Lehrer und so weiter. Ich glaube, ich ging denen allen an die Nerven, aber es war einfach sehr bei mir. Das musste raus. Das musste raus, ja genau. So ungefähr, wo ich in der 1. Klasse oder 2. Klasse gekommen bin, dann hat es angefangen. Dann habe ich schon mit Klavier angefangen und natürlich Klavier lernen ist kein einfaches Prozess und da entwickelt man einfach dieses Verständnis und du wirst immer mehr und mehr bewusst, wie viel Sachen schief laufen können und dann fängt sowas an. Und da hatte ich meinen ersten Konzert mit Klavier und das war... Ich habe es gut gemacht, aber drinnen... Oh mein Gott. Wie ging's dir? Was hast du für Symptome gehabt? Ich war einfach in Panik. Einfach Panik. Zu viele Gedanken, Angst, du könntest gar nicht dich konzentrieren, fokussieren auf die Sache. Du wolltest einfach überleben. Und so war das. Ich habe es erledigt, hinter die Bühne gelaufen und natürlich, und dann habe ich mich tatsächlich entschlossen, noch sowas als Beruf zu machen. Und das hat die Sache nicht geholfen. Bei mir war das immer sehr, sehr intensiv früher. Also ich könnte Tagen, manchmal auch wochenlang nicht schlafen. Körperliche Schmerzen hatte ich auch, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Ich könnte nicht richtig atmen, so tief atmen. Mentale Blockade hatte ich, weil natürlich eine sehr große Angst ist, Text zu vergessen, Notentext zu vergessen. Ja, und dann auch nach dem Konzert, das hat nicht aufgehört, sondern das ging dann weiter. Dann könnte ich nicht schlafen, weil ich mich auf jede Kleinigkeit erinnern könnte, was war nicht gut, was konnte besser sein und so weiter. Und es war schon eine Hölle. Und ich glaube, erst wo ich 17 oder 18 geworden bin, habe ich Strategien für dich. Ja, gefunden, da oder? habe ich verstanden, okay, jetzt wirklich, so kann das nicht mehr weitergehen. Ja. Ich habe natürlich als Kind und so, natürlich suchst du intuitiv, so wie du dir helfen kannst, aber sage ich mal, nichts hat geholfen. Ne? Mit 17 oder sowas habe ich Meditation
gefunden, Mhm. habe ich etwas Neues für mich entdeckt, ne? Dass es sowas überhaupt gibt. Und ich glaube, erst dann halt so richtig dieser Weg, wie soll ich das überleben oder gesünder einfach leben, hat bei mir angefangen. Ja, ich glaube, wir haben viele Dinge einfach intuitiv und Ja. dann und als Kind, glaube ich, machst du es noch eher als wie Erwachsener, weil dann denken wir ja immer, ach, was denken andere von uns? Kann ich das? Das kann ich doch jetzt nicht. Aber wie ich ja vorher gesagt habe, bei bestimmten Sachen, da kommt es eigentlich darauf an, was wir fühlen, was uns gut tut. Ja. Ja. Ja, und wenn das vom Lampenfieber ist, manche haben mir auch erzählt, sie hüpfen. Ja, weil auch diese körperliche Bewegung oder einfach auch schütteln, Ja. so, oder auch einfach nur Grimassen schneiden oder einfach wild durch die Gegend hüpfen, irgendwas, weil ja dieser Stress, den wir ja da fühlen, der ist ja im Körper vorhanden, Ja. aber so wie früher halt Flucht oder Angriff, das können wir da nicht machen, also muss der Stress ja irgendwie anders abgebaut werden. Da gibt es viele verschiedene Übungen, die wir machen können, um da eben beim Präsentieren oder auf der Bühne auch entspannt zu sein und sich auch gut dabei zu fühlen. Es nicht, wie du sagst, einfach nur machen und verbeugen und weg, sondern sich währenddessen auch eigentlich gut zu fühlen. Vielleicht nicht gleich am Anfang, das ist ja auch so ein Weg, aber dass man lernt, man kann sich da immer besser fühlen und das nicht immer so als unangenehm zu empfinden. Ja, genau. Also genau das, was du gerade gesagt hast. Oft, wenn die Leute sich mit dieser Angst konfrontieren, dann starten die zu groß, würde ich sagen. Ne? Und dann erwarten die, weil die jetzt etwas angefangen haben, jetzt soll mit dem ersten Auftritt einfach alles unter Kontrolle sein und alles soll klappen. Und das ist meine Erfahrung, so war ich auch mit mir selber, ne, am Anfang, aber auch, das ist etwas, was ich beobachte bei meinen Schülern und Leute, mit der ich arbeite. Also nicht sofort zu viel wollen, sondern such dir was aus, such dir einen Aspekt. Soll das Atem sein oder soll das, dass ich genug Pausen zwischen Sätze einbaue, dass ich nicht das Tempo, in welchem ich sprechen werde oder singen werde oder spielen werde. Mit jedem nächsten Auftritt versuch was Neues drauf also einzubauen. Oder wenn du merkst, ich könnte das Gleiche noch ein bisschen länger üben, dann machst du genauso. Na, ich glaube, das ist sehr wichtig zu sagen. Ja, und deswegen ist ja auch so ein Workshop, wie wir bieten, eigentlich ein geschützter Rahmen. Klar, du darfst einen Schritt raus machen aus deiner Komfortzone, du darfst sprechen vor Menschen, die dir unbekannt sind, aber es ist trotzdem ein geschützter Rahmen und alle haben das gleiche Ziel. Ja, und das ist nochmal was anderes, als wenn man es zu Hause halt einfach nur probiert oder 3 Freunde irgendwie einlädt, weil die dann entweder einem sagen, ja super, und eigentlich gar kein ehrliches Feedback geben oder super kritisch sind. Also das einem dann ja auch nicht unbedingt weiterhilft. Vielleicht starte so, erstmal selber beschäftigst du dich mit dem Text oder was auch immer du vortragen musst. Und dann geh immer einen Schritt weiter. Dann mach das vor deinen Eltern zum Beispiel oder vor deinem besten Freund oder Freundin. Und dann versuch ein bisschen größeren Bekanntenkreis in das Ganze reinzunehmen. Und dann zum Beispiel so ein Workshop und dann einen echten Auftritt, in einem echten Auftritt die Sache checken. Wie weit bist du gekommen? Und nicht zu kritisch mit sich selber sein. Och. Das ist ganz wichtig. Oh ja! Das ist oft auch immer so. Nicht Sehr zu wichtig. kritisch mit sich selber sein, nicht zu böse, liebevoll mit sich sein und alles wertschätzen, was man bis dahin erreicht hat. Und beim nächsten Mal halt ein Stückchen weitergehen. Genau. Das, was du gerade gesagt hast, ich würde noch dazu sagen oder meine Erfahrung erzählen. Ich erinnere mich, wo ich einen sehr wichtigen Auftritt hatte und da war ich sehr, sehr aufgeregt und immer noch nicht so richtig wusste, wie soll ich mit meinem Lampenfieber umgehen. Ich erinnere mich an diesen sehr wichtigen Moment in meinem Leben, wo ich mir zum ersten Mal wirklich eine Erlaubnis gegeben habe. Du darfst das komplett Ich habe mir wirklich gesagt, okay Mia, du darfst das komplett
verhängen und das darf dein letzter Auftritt sein. Und gut. Ja, Und es scheint, wenn man sowas sagt, es scheint kontraproduktiv zu sein, aber irgendwie habe ich mir gedacht, na gut, okay, ja, dann wird das mein letzter Auftritt sein und gut ist. ja, dann ich kann es auch versuchen zu genießen. Dann schauen wir, was passiert. Ja, wenn man die Messlatte und das nicht so hochlegt und an sich und sagt, okay, dann so war das ja in meiner Prüfung, wo ich gegangen bin, wo ich auch gesagt habe, naja, mein Gott, also die schriftliche Prüfung habe ich schon vergeigt. Jetzt versuche ich es hier mündlich. Entweder es klappt oder es klappt halt nicht. Und wenn nicht, dann muss ich es halt alles nochmal machen. Ja. Und dadurch habe ich mir selber so diesen Druck genommen und bin reingegangen und der Lehrer hat gesagt, ja, was war denn in der Prüfung? Du kannst doch alles. Keine Ahnung, aber das ist halt einfach mal so. Manchmal macht man zu. Ja. Und wenn man sich selber eben auch die Erlaubnis gibt, Fehler machen zu dürfen, das ist ja auch nochmal so ein Thema, da könnte man nochmal einen extra Workshop wahrscheinlich drüber machen. Ja. Dieses Fehlerthema, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich das auch erlaubt. Ja. Und dann ist es auch ein guter Schritt, eben nicht so nervös zu sein oder sich komplett vorher fertig zu machen vor einem Auftritt, vor einer Präsentation. Ja. Das war dann mein erster Auftritt, den ich wirklich genossen habe. Ja. In meinem ganzen künstlerischen Weg bis zu dem Punkt. Und da war ich schon über 20. Mitte 20. Und ich habe angefangen mit 6, 7. Mhm. Ja. Also es war schon ein langer Weg. Und das ist, was ich auch klar machen möchte. So was kann sich nicht nur mit einem Workshop lösen. Aber jeden Schritt, der einer macht, auf dem Weg, um es besser zu verstehen, sich selber besser zu verstehen, hilft dir. Okay. Bei mir hat es 20 Jahre gedauert. Ja. Aber es muss nicht sein. Es muss nicht sein. Dieser Workshop ist halt der erste Schritt. Also dieses erste Commitment, das du dir gibst, jetzt greife ich dieses Thema an. Ich stelle mich dieser Angst, und mach was dagegen. Denn nur in dem Moment, wo du bereit bist, einen Schritt aus dieser Komfortzone rauszutreten, nur dann wird sich was verändern. Ja. Und du wirst danach aber auch belohnt. Ja. Also es wird was passieren. Es gibt dir Selbstvertrauen, es gibt dir Sicherheit, du feierst kleine Erfolge. Natürlich wirst du nicht aus diesem Workshop rausgehen und sagen, du bist jetzt der perfekte super Redner oder die was auch immer was, super Sängerin und kriegst die nur noch Angebote, das wird so nicht passieren, aber es ist ein kleiner Schritt und du kriegst Werkzeug an die Hand, um da weiterzumachen und dann ist es natürlich deine Aufgabe, diesen Weg weiterzugehen, wenn dein Ziel das ist, eben das Lampenfieber in den Griff zu bekommen. Oder vielleicht wird genau dieser Workshop dieser Moment für dich sein, wo sich die Sache endlich mal löst. Genau. Und der Startschuss für eine perfekte Karriere. Das war's. Könntest du durch deine Arbeit, jetzt ohne Namen zu nennen, na klar, kannst du uns welche Beispiele geben? Wie sieht das aus? Zum Beispiel, wenn jemand kommt, gib uns Beispiele, was für Probleme einer hatte, inwiefern hast du dieser Person dann geholfen? Ein bisschen uns was zu erzählen, ohne Namen zu nennen. Klar, also die meisten Leute kommen ja zu mir mit dem Thema, dass sie ein Problem im Arbeitsalltag haben. Und da ist natürlich schon so, ich werde nicht wahrgenommen oder keiner hört mir zu, wenn ich was spreche. Oder ich traue mich eigentlich auch gar nichts zu sagen, obwohl ich eigentlich Fachwissen habe. Und da fangen wir halt erstmal so an was ist eigentlich so das Problem und wo willst du eigentlich hin? Was soll nachher kommen? Wie sollst du dich am Ende fühlen? Und dann schaut man natürlich so Dinge an wie, was sind meine Glaubenssätze? Weil das ist natürlich eines der ersten Themen. Ja, so, was sind meine Prägungen? Habe ich denn schon negative Erfahrungen gemacht, so wie du ja vorher auch schon erzählt hast oder ich auch? Also habe ich schon mal irgendwas erlebt, wo mich jemand dann ausgelacht hat oder wo es irgendwas Negatives gab? Und ja, also wir gucken uns da verschiedene Bereiche einfach an. Und dann suche ich natürlich auch immer passende Übungen raus, eben aus
der positiven Psychologie oder manchmal auch aus dem kreativen Bereich. Ich bin ja ein Freund, auch nicht immer alles so zu durchdenken, sondern manchmal Dinge von innen kommen zu lassen und auf seine Intuition zu hören. Wir schauen dann halt, wie kann man das machen und wie können Sie das auch in Ihren Alltag integrieren, denn ja, nur von einmal tun wird sich nichts ändern. Also man darf bestimmte Sachen einfach üben. Ich sage immer, das ist so Happiness-Training, das ist so ein bisschen wie Fitnesstraining. Da ins Fitnessstudio geht man halt auch nicht einmal, da geht man ja einmal die Woche, zweimal, dreimal die Woche, also man geht halt regelmäßig und man baut das Stück für Stück auf. Und dieses Thema, sich mit seiner Zufriedenheit, seinem glücklichen, zufriedenen Berufsleben zu beschäftigen, das bedarf auch halt eines Trainings und der eigenen Reflexion. Was will ich? Ist es wirklich auch alles so schlimm, wie ich manchmal denke? Oder sind meine Ansprüche an mich oder an die Umgebung zu hoch? Also was du eingangs in meiner Vorstellung erklärt hast, dass sich die Umstände nicht unbedingt immer ändern müssen. Also man kann nicht immer sofort den Job kündigen oder sich selbstständig machen. Das ist nicht immer möglich. Aber man kann natürlich schon gucken, was habe ich in der Hand, um mein Arbeitsumfeld, um meinen Alltag so zu gestalten, dass ich mich da eigentlich zufrieden fühle und gut fühle. Denn nur dann habe ich ja auch Energie weiterzumachen oder auch neue Ideen zu entwickeln im Arbeitsalltag und halt auch ja, Ideen und Energie auch für mein Privatleben. Um zum Beispiel ein neues Hobby anzufangen und bei dir Gesangsstunden zu nehmen. Ja, also irgendwo muss und dann kommt unser Sängerensemble. Ja, genau. Genau, dann gleich in die Gruppe. Dann. Also das ist so halt dieses Ziel. Es geht nicht nur darum, immer dieses Glücklichsein um des Glücklichseins zu willen, sondern um eben ein Leben zu haben, das nicht immer nur die Arbeit oder hier diese schweren Themen, sondern nein, es darf halt einfach und leicht geben und ich darf so mir mein Leben so erschaffen, dass es einfach passt. Ja, genau, und das ist wichtig zu sagen. Wenn einer positiv denken sagt, das heißt nicht, dich selbst anlügen und einbilden, dass alles super ist, wo nichts super ist, sondern wie kannst du realistisch sein und Selbstreflexion. Ja, ein schwieriges deutsches Wort. Ja, genau. Nicht nur auf Deutsch. Es ist ein schwieriges Thema, aber man darf, wie du sagst, ehrlich zu sich selber sein. Ja. Und es geht nicht nur ums positive Denken, es geht um das zu gucken, was gut ist. Und wenn du halt einfach mal einen Tag hast, der ist, dann ist es halt so. Ja. Dann darf man auch schimpfen, man darf auch rumheulen. Es geht einfach darum, dass aber nicht in dieser negativen Spirale halt hängen zu bleiben. Nicht die sagen, oder auch dieses, ach, ich kann ja nicht sprechen, ach, das konnte ich schon in der 4. Klasse nicht, da hat mich die ganze Klasse ausgelacht, also kann ich es nicht. Ich kann es nicht mit 20, ich kann es nicht mit 30, ich kann es mit 40 nicht oder was auch immer was. Das ist damit gemeint, sondern zu sagen, okay, damals konnte ich es nicht, aber jetzt kann ich es lernen. Ja. Denn alles ist Übung. Ja, alles ist Übung. Alles kann man lernen. Wirklich, das glaube ich. Auch auf meinem Weg damals habe ich, natürlich habe ich auch mit positiver Psychologie und alles das mich beschäftigt. Und dann, was macht man? Okay, dann werde ich nur positiv denken und dann würde ich nur solche Sätze und solche Mantras wiederholen. Und das heißt dann beim nächsten Auftritt, alles wird supidupi. Und dann machst du das so naiv. Und dann kommt der nächste Auftritt und alles geht pleite. Und dann bist du sauer und dann gibst du auf, weil du denkst, okay, auch das funktioniert nicht. Also negativ funktioniert nicht, positiv funktioniert nicht. Dann heißt das, ich bin wirklich unfähig, etwas zu verändern. Und das ist, warum ich das gesagt habe. Es ist wichtig, nicht nur negativ, nicht nur positiv, sondern realistisch. Finde die Mitte. Es gibt Plus, es gibt Minus. Und der Weg wird nicht schnell sein und es wird auch nicht einfach sein. Aber man kann es verändern. Und ich war unglaublich schüchtern. Bin ich immer noch. Obwohl die Leute mir nicht glauben. Aber ich bin ich bin Introvert. Bist du Extrovert?
Nein, ich Na, sehe das auch so wie du. Also ich kann das bis zum gewissen Grad auch. Ich fühle mich auch bei Menschen wohl oder so, aber ich brauche dann für mich auch wieder die Ruhe, die Stille, wo ich mal alleine bin, Hm. alleine so in meinem Garten Mhm. oder halt dann auch so in meinem Bastelzimmer, wo ich dann stundenlang mit Ja. meinen Sachen basteln kann. Also ich brauche sowohl Auch. beides. Mhm. Also aber ich sehe mich jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, ich muss jetzt ständig auf die Bühne, ständig was präsentieren. Ich kann das mittlerweile Ja. und habe das gelernt und fühle mich dabei eigentlich auch ganz wohl. Ja. So. Ja. Aber es ist nicht so, dass ich sage, ich muss das jetzt jeden Tag machen. Ja. Ja, ich meine nicht, dass das bedeutet, wenn du Extrovert bist, dann bist du für die Bühne und wenn du es nicht, dann bist du nicht. Nein, aber zum Beispiel ich habe eine Freundin und sie ist so typisch Extrovert. Sie einfach erklärt, sie lädt ihre Batterien mit Menschen und sie braucht das. Wenn Ja. die Menschen nicht da sind, dann Ja. ja, es ist nicht die idealste Version. Und bei mir ist umgekehrt. Und das heißt nicht, ich mag nicht mit Menschen sein, ich mag, aber ich weiß, ich habe so viel Kapazität und danach muss ich mich zurückziehen, wieder erholen und dann bin ich wieder bereit. Ja, da sind wir uns eigentlich sehr ähnlich. Natürlich. Ja, sonst hätten wir uns wahrscheinlich auch nicht gefunden. Ja, ja, stimmt. Wichtig ist eigentlich nur, dass du den Grund kennst, warum du möchtest was verändern. Es kommt von dir nicht, dass jemand sagt, mach doch mal, das bringt dann irgendwie auch nichts, Ja. sondern dass es für dich stimmig ist, diese Angst, sage ich jetzt mal, vom Lampenfieber sich präsentieren, einfach zu überwinden. Ja, der Weg. Der Weg dahin und ein kleiner Schritt raus aus der Komfortzone ist halt einfach, ja, diesen Schritt da zu wagen, aber dann erweitert man seine Komfortzone Ja. halt ein bisschen. Ja. Und dann macht man wieder einen kleinen Schritt und so wird die immer ein bisschen größer. Und irgendwann darf man auch zurückblicken und sagen, boah, den Weg bin ich gegangen. Ja. Wunderbar. Ja, genau. Ja, genau. Der Weg dahin ist sehr individuell. Genau. Was alle vereint, ist erstmal den Weg gehen zu wollen. Mhm. Weil ohne das wird es nicht funktionieren. Und zwar auch wirklich vom Herzen her. Nicht nur zu sagen, ach, ich müsste mal so, sondern halt wirklich sagen, ich möchte jetzt eine Veränderung, weil der Auslöser kann ja unterschiedlich sein. Also die einen möchten mehr gesehen werden, die einen möchten einfach das Präsentieren lernen können oder sich einfach zeigen können, weil sie das für einen beruflichen Kontext nutzen möchten, weil das vielleicht für eine nächste Karrierestufe tatsächlich wichtig ist. Aber die anderen sagen, ich möchte es eigentlich nur für mich und es wird so sein, sobald du anfängst, ja, dich mit dir und deinen Themen zu beschäftigen, wird sich immer was verändern und es wird dein Umfeld auch verändern, weil du dich anders verhältst und dein Umfeld das merkt und dann anders auf dich reagiert. Was sind denn jetzt genau deine Stimmübungen oder was muss ich mir denn da eigentlich vorstellen, wenn ich jetzt in die Gesangsedition komme und eigentlich noch gar keine Vorbildung mit Singen habe? Kann ich da trotzdem teilnehmen? Natürlich. Jeder kann teilnehmen, der Interesse hat. Die Übungen werden dann angepasst an, sage ich mal, Level, in der eine Person dann da kommt. Wenn eine Ausbildung hatte, dann, oder zum Beispiel du hast eine bestimmte Aufgabe, du hast einen Auftritt und dieses Lied wirst du singen oder du hast Vorsingen, dann musst du etwas Bestimmtes da vorbereiten oder du möchtest einfach frei mit deiner Stimme umgehen. Und eine bestimmte Übung gibt es nicht, das wird dann individuell sage ich mal, abgesprochen und geübt, je nachdem, wen ich selber schätze, dann wer ist da und was würde diese Person jetzt am besten brauchen. Wie äußert sich das bei dir körperlich, mental und geistig? Was ich auch bei mir gemerkt habe mit meinen Schülern, je nachdem, was für ein Lerntyp die sind, genauso äußert sich auch Lampenfieber und Umgang mit Lampenfieber. Ne? Und zum Beispiel haptischen Typen, die verlieren komplett Körpergefühl, ne? Weil die brauchen Kontakt mehr und die spüren gar nichts. Besonders bei Gesang, wo du das Instrument bist. Oder beim Sprechen, wo du das Instrument bist. Ne? Oder visuelle Leute oft nach dem Auftritt, die erinnern sich an nichts. Ne? Die haben keine... Wenn du die fragst, und wie war das, beschreib mir, das ist für die sehr schwer. Die haben
das ist so blank, keine Erinnerung. Oder bei Auditiven, wenn du so fragst, wie war das, na, die können sich nicht erinnern, habe ich das jetzt gut gesungen, wie war das? Also finde ich sehr interessant, na, wie sich das auch durch diese Lerntypen äußert und ist unterschiedlich. Und auch dementsprechend werde ich dann die Übungen anpassen. Oder zum Beispiel, wie gesagt, jemand braucht gerade mehr diese mentale Unterstützung, zum Beispiel positiver sich die Sache vorstellen, wirklich diese mentale Übung, den ganzen Auftritt dir vorzustellen, durch den ganzen Auftritt durchzugehen, ja. Genau. Oder du brauchst mehr körperlich, also dass ich dir wirklich sage, atme so und so ein, jetzt wechsel die Stimmlage oder jetzt versuche eine dunklere Farbe hier zu implementieren in dein Gespräch und so weiter. Ja, also wirklich je nachdem, was für ein Individuum in dem Moment braucht, weil es gibt tausende Übungen und tausende Wege, jetzt muss man, sage ich mal, den besten, den gesundesten in dem Moment für die Person aussuchen. Und bei dir, wie soll das in deinem Teil des Workshops aussehen? Was können die Leute erwarten? Also bei dem Präsentationsteil schauen wir uns zuerst mal grundsätzlich mal ein bisschen allgemein an, was ist eigentlich diese Angst, weil ich finde, man darf das schon mal verstehen, dass eine Angst eigentlich nichts Böses ist und eigentlich auch uns nichts Böses will. Ja? Und dass wir deswegen auch in dem Sinn nicht dagegen ankämpfen, sondern dass wir sie als, ja, als Hilfsmittel vielleicht nehmen, ja, und so. Dass wir uns zuerst mal so einen kleinen Theorieteil anschauen und dass wir dann nochmal schauen, ja, hat jemand ein konkretes Beispiel oder eine aktuelle Situation, wo er sich vielleicht vorbereitet, so wie du ja auch gesagt hast, dass wir da vielleicht ein bisschen individuell drauf eingehen. Dann habe ich natürlich ganz viele Übungen aus der positiven Psychologie, die man auch ganz leicht in den Arbeitsalltag oder auch einfach zur Vorbereitung einbauen kann, ohne dass das jetzt groß auffällt. Also Sachen, die vielleicht nur 1-2 Minuten dauern, die man auch mal in einer kleinen ruhigen Ecke machen kann, zur Not auch mal kurz auf die Toilette gehen kann, um sich vorzubereiten, ohne dass das andere groß mitkriegen. Ja. Und halt auch so einen kleinen Notfallkoffer habe ich mir überlegt, Sachen, die man wirklich immer mitnehmen kann, also für sich oder auch Übungen, wie man das machen kann, wenn dann wirklich Plüschtier. Ja, ein Plüschtier zum Beispiel. Ja, also was man dann auch wirklich machen kann, wenn man dann schon kurz davor steht und so. Und ich finde auch diese Übungen sind nicht nur immer aufs Sprechen begrenzt, sondern die kann man auch machen, wenn man ein Sänger ist. Auch da, also wenn man, bevor man auf eine Bühne geht, bevor man da steht und das Publikum halt dann sieht, was man auch machen kann, wenn man auch auf einer Bühne steht und was man mit dem Publikum in Anführungszeichen machen kann. Ja, also da gibt es verschiedene Übungen und verschiedene Tricks, die auch mir selber natürlich sehr gut geholfen haben und die ich auch gerne in diesem Rahmen dann weitergebe. Genau, und dann habe ich mir auch gedacht, dass wir noch ein paar nette, lustige Sachen da einbauen, denn es soll ja nicht nur Arbeit sein, sondern es soll ja auch Spaß machen. Ja, genau, da haben wir auch noch was extra vorbereitet. Also wer jetzt sich da angesprochen fühlt und schon lange überlegt hat, da in diese Richtung was zu tun, dann nimm das jetzt wirklich als Wink und melde dich an am 24. Februar zu dem Teil mit Schwerpunkt Präsentation. Also hier geht es eben um das Präsentieren, die mentale Vorbereitung und du unterstützt eben mit den Themen Gesang bzw. der Sprechstimme. Richtig. In diesem Part. Aha, genau, in diesem Part schon. Genau. Und dein Part ist dann? Genau, und dann haben wir am 9. März Gesangs-Edition, wo wir auch uns dann mit Angst und Lampenfieber und Techniken und Übungen beschäftigen werden, wie du dir helfen kannst und wie du mit deiner Stimme dann umgehen kannst, um noch einen besseren Auftritt zu haben. So ist jetzt die Gewichtung. Wir sind beide bei allen Workshops, aber mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Ja, genau. Und Leute können sich auf beiden Workshops anmelden oder nur einen Workshop aussuchen,
was dich eher trifft. Wenn du beide Workshops buchst, haben wir ein Geschenk für dich, sogar zwei. Zwei Geschenke. Und zwar, es gibt einmal 30 Minuten Stimmtraining, individuelles Stimmtraining mit mir. Genau, und 30 Minuten Happiness Training bei Tanja. Genau. Das war's. Ich meine, was mehr könnte sich einer wünschen? Genau. Und jetzt gibt es eigentlich keine Ausrede mehr, hier sich nicht anzumelden. Nein. Nein? Nee. Nee? Nee. Komm raus aus deiner Komfortzone. Komm raus, du kannst das. Komm zu uns. Genau, ohne Angst. Ja, wir sind auch ganz lieb. Ja. Ignorieren meinen Akzent. Wir sehen uns am 24. Februar. Und am 9. März. Bis dann. Bis dann. Ciao.